Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf EU12, Tag 2 ist angebrochen. Wir haben es gerade kurz nach 1, wo ich hier das Video aufnehme. Und ja, wir haben gestern den ersten Tag im Stream abends noch zusammen verbracht. Ich glaube, der erste ist Stufe 41 geworden, kurz vor 0 Uhr. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz in die Ehrenhalle, wie es jetzt aussieht, am Tag 2, der schon ein bisschen angebrochen ist. Jo, und derjenige, der gestern den höchsten Levelstand um 0 Uhr hatte, ist jetzt auch momentan gerade wieder auf Platz 1, sowohl im Level als auch von der Stufe her. Und da bin ich mal gespannt, was hier heute noch so geht. Wir haben ein paar Leute, die es auf jeden Fall wissen wollen. Ansonsten sind hier momentan ein bisschen über 26.000 Spieler auf dem Server, was okay ist, sag ich mal. Und ja, das hier ist die Order of Phoenix, ist die Gilde von Zombie. Die haben hier schon eine sehr gute Ritterhalle. Also das muss man schon sagen, die hatten gestern Abend schon an Tag 1 richtig Gas gegeben, was so die Ritterhalle und die Festung und sowas alles angeht. Da hatten die schon an Tag 1, glaube ich, deutlich über 200, ich glaube 250 oder irgendwie so. Ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall extrem krass. Als ich gestern gepusht hatte, ja, ich bin hier in der Gilde Vitality gelandet, ein Vorschlag aus dem Chat gestern und ja, die haben mich dann halt aufgenommen. Wir hatten, als ich Edelsteine geskippt hatte, eine Ritterhalle von 6 gehabt. Ja, also da hatten wir steintechnisch jetzt nicht das Allerkrasseste rausziehen können aus der ganzen Materie. So 13er Steine irgendwie hatte ich da gehabt. Hat sich kaum bis fast gar nicht mehr gelohnt, irgendwie da das Geld in die Hand zu nehmen, beziehungsweise das Gold, weil 150 Skillpunkte oder beziehungsweise 150 Gold für 13 Skillpunkte ist dann wiederum nicht worth. Es macht aber einen großen Teil aus, wenn man eine gut ausgebaute Gilde hat. Wenn wir jemanden nehmen, der so ansatzweise ungefähr so mein Niveau ist hier vom Level her, Stufe 26 jetzt hier gerade, und hat zum Beispiel 100er Steine, so, ne? Also das, wenn ihr da eine funktionierende Gilde habt, dann sind die Steine die halbe Miete, ja? Rechnet euch das einfach mal hoch auf, 10 Slots, die Waffe zählt ja doppelt, ja, wie viel Statpunkte das sind, so, ne? Das, übertrifft das, was ihr bis zu der Stufe bis dahin gelevelt habt, um ein Vielfaches. Und deswegen ja, ist es immer wieder wichtig zu erwähnen, wenn ihr wirklich Tryhard spielen wollt, dass ihr euch vorher halt mit einer Tryhard-Gilde auch zusammen tut. Ansonsten, ja, wie gesagt, für mich ist es nicht weiter wild. Ich muss sagen, ich bin damit sogar relativ zufrieden, sag ich mal, für das, was wir halt eben erreicht haben mit den Steinen, weil, ja, ich hatte zuerst gedacht, als ich in die Gilde bin, hier hat jeder sehr gute Ausbauten und da habe ich gedacht, okay, das wird eine absolute Tryhard Pay-to-Win-Gilde, wo ich, wahrscheinlich gar nicht mithalten werde, aber dann hatte ich gesehen, okay, die haben am Tag 1 knappe 10 Ritterhallenpunkte, gut. Hier fühle ich mich dann doch ein bisschen wohler. Es war nicht so ganz gut für meinen eigenen Fortschritt, aber so werde ich jedenfalls nicht abgehangen, so vom Rest auf jeden Fall. Ne? Ja, ansonsten gucken wir später nachher noch im Livestream nochmal rein. Wir sind heute Abend nochmal live auf jeden Fall. Da werden wir Tag 2 dann komplett hier auch auf dem Server dann streamen. Ansonsten, ja, wir können mal auch in die Ehrenhalle reinschauen, beziehungsweise hier in die Elevator Halle. Da ist momentan noch nicht ganz so viel los, weil für zum Beispiel den Hell Attack, ja, da müsst ihr ja zum Beispiel an Tag 1 mindestens auf Stufe 50 kommen, um den Limbo freizuschalten, ja, das Stockwerk 50. Und ja, ich glaube, es war schwer auf jeden Fall bis dorthin zu kommen. Also für uns auf jeden Fall war es so gut wie unmöglich. Ich glaube, selbst in den ersten Gilden haben es kaum welche geschafft, den Limbo zu betreten. Ja, und dann muss man ja natürlich auch noch dazu sagen, muss man den ja auch erstmal noch besiegen, weil der Limbo-Raid, beziehungsweise der erste Raid, der ist halt nochmal deutlich schwieriger als die Gegner, die bis zum 50. Stockwerk auftauchen. Und diesbezüglich, ja, gehe ich mal wirklich sehr, sehr stark von aus, dass niemand auf dem Server am ersten Tag den ersten Höllenangriff hier gemeistert hat, weil die dann doch nochmal, um einiges schwerer sind, als man das vermutet hätte auf jeden Fall. Ne?
Ja, deswegen hat das Feature jetzt zumindest auf EU12 an dem Tag jetzt hier nicht so viel gebracht. Könnte sein, dass es wahrscheinlich heute schon anders aussieht, wenn die ersten Leute richtig krank reinpushen auf den ersten Rängen. Dann ist da definitiv ein bisschen mehr möglich. Zwischen, ich sag mal so am Wochenende gerade so, die ersten 2, 3 Tage. Am ersten Tag ist der Fortschritt noch relativ verhalten. Da kann man maximal, weiß ich nicht, so 40, 50, 60, ich weiß nicht, was der Rekord ist an Tag 1, aber es ist auf jeden Fall nicht so heftig krass. Tag 2 sieht dann schon ein bisschen anders aus. Ja, da sehen wir dann auf jeden Fall die ersten Leute im dreistelligen Bereich, aber wo es dann nachher so richtig abgeht und ausgerastet wird, ja, das ist dann so auch Tag 3 am Sonntag nach dem Serverstart, wenn die ersten Leute über 200 pushen. Und ja, deswegen gucken wir mal. Ne? Also wir haben ja auf jeden Fall in der Rangliste sehr viele Pusher-Klassen. Wir haben Dämonenjäger, sehr stark in Dungeons, genauso wie der Necromancer, Dämonenjäger, Berserker. Das sind so die 3 Klassen, die auf jeden Fall ein Must-Have sind, wenn man am Anfang das Dungeon pushen will. Ich hatte mich hier übrigens für einen Necromancer entschieden, beziehungsweise habe gestern den Twitch-Chat mal abstimmen lassen zwischen Berserker, Necromancer und Dämonenjäger, weil ich halt eine Dungeon-Push-Klasse haben wollte und deswegen die Auswahl zwischen den 3. Die Auswahl fiel dann zu, ich glaube, 95% auf den Necromancer, was mich dann doch sehr verwundert hat. Aber den wollen anscheinend noch einige sehen auf jeden Fall. Deswegen, hatte ich auch in den Dungeons ein bisschen gepusht gestern gehabt. Wir haben auf Biegen und Brechen noch gerade so eine Epic-Waffe zum Schluss gefunden gehabt und ich weiß jetzt gar nicht, wie hier so der Stand der Dinge ist in den Dungeons. Auf jeden Fall haben wir gestern ein bisschen Dungeon-Action gehabt. Ich glaube, ich hatte mir die Versuche, aber ne, ich habe mir die leider nicht gespeichert. Das Schöne bei dem Necro ist natürlich immer, dass die Dungeon-Kämpfe sehr anschaulich sind. Die sind halt ziemlich random, aber ich finde, das macht es so spannend. Das hatte ich ja schon in der Vergangenheit öfter mal erzählt, dass die Klasse halt, wenn man sie spielen will, muss man sich bewusst sein, das ist eine absolute Gambling-Klasse. Da muss, weiß ich nicht. Sind das ja schon mal durchgegangen. Ne? Als Necromancer hast du ja hier 3 Fähigkeiten so, ne? Die triggern unterschiedlich. So, dann hast du erstmal zwischen den 3 hier schon ein Gamble, die beste zu bekommen. Das ist der Jagdhund, ja, gegen Dungeons. Dann ist es natürlich ein Gamble, dass du auch erstmal eine von den 3 Fähigkeiten beschwören musst. Die Fähigkeit oder die Chance liegt bei 50% überhaupt erstmal eine von den 3 Fähigkeiten zu beschwören. Das ist dann Gamble Nummer 2. Und Gamble Nummer 3 ist, dass sich die 3 Fähigkeiten hier untereinander auch nochmal so ein bisschen unterscheiden, wo man dann auch nochmal untereinander den besten Angriff irgendwie von der jeweiligen Fähigkeit ausnutzen müsste. Also ja, in dem Sinne wäre es dann Gamble Nummer 3 und das sind halt viele Konstellationen, die da halt zusammentreffen müssen, dass man da wirklich von einem maximal guten Angriff sprechen kann. Ne? Aber ja, wie gesagt, wenn man sich so die Tries anschaut, die sind halt sehr volatil. Ich finde, sie machen aber deutlich Spaß zuzuschauen. Also es macht deutlich Spaß, es macht deutlich Spaß zuzuschauen hier bei den Kämpfen, muss ich sagen, weil es kann wirklich sehr viel passieren, sehr viel unterschiedlicher Stuff. Ne? Du kannst hier, dieses Meat-Schild haben, was halt blocken kann, was halt eben Damage dealen kann. Du hast halt eben den Crit-Bonus, beziehungsweise diesen Hound, den du beschwören könntest. Das wäre natürlich der Maximalfall. Und dann hast du auch noch hier Gamble Nummer 4 natürlich auch, habe ich ganz vergessen. Ne? Und dann muss dieser Crit ja auch erstmal treffen. So, jetzt haben wir Glück gehabt, 2-mal. Und dann, das war zum Beispiel ein starker Try. Da hatten wir 3-mal jetzt hier den Jagdhund gehabt, was sehr gut ist zum Beispiel. Ja, und dann muss der aber auch erstmal noch treffen und im besten Falle halt auch critten. Weil dann kommt nämlich erst der extrem heftige Damage von dieser Klasse eigentlich durch. Also wenn von diesen 3 Fähigkeiten der Hound dann beschworen wird und der dann auch trifft und der dann auch noch crittet, dann ist vorbei. Ja, dann ist wirklich over das Ding. Dann kann der Gegner auch gut und gerne mal One-Shot sein. So, ne? Aber das halt eben zu bekommen, ist halt unglaublich schwer, muss ich sagen. Aber wie gesagt, dadurch, dass hier so viel passieren kann, zack, guck euch mal an, was das für ein heftiger Crit gerade gewesen ist von diesem Hound. Ja, wenn man da ein bisschen die gute Konstellation hat, dann ist der Gegner auch down hier.
Ja, deswegen für mich, wie gesagt, macht es sehr interessant, die Kämpfe hier auch zu beobachten mitunter. Ich pilze trotzdem immer extrem viel durch. Ich achte da kaum drauf, muss ich sagen, trotzdem leider. Aber wenn ich mir die so mal anschaue und mir ein bisschen Zeit nehme für die Kämpfe hier, ja, dann macht es wirklich extrem Spaß, die auch anzuschauen. Und muss sagen, ja, da muss man sich mal vielleicht, wenn man die Klasse spielt, auch mal ein bisschen Zeit nehmen hier. Und sehr gerne das anschauen. Nee, ne, nee, ne, nee. Also, da hatten wir schon wieder dreimal den Hound gehabt hier und leider kein einziges Mal heftig reingekrittet. Ansonsten wäre der Gegner jetzt auch schon down gewesen, ja. Hier haben wir gekrittet, das war aber kein sehr guter Crit. Jetzt nochmal ein Crit. Geblockt. Ja, also ihr seht, die Kämpfe sind auf jeden Fall mit der Klasse sehr spannend. Ansonsten, ja, haben wir hier schon ein bisschen Festung ausgebaut, noch nicht großartig. Ich habe hier jetzt noch nicht weiter Gas gegeben. Mir fehlt auch momentan gerade das Gold, das werden wir heute im Stream dann ein bisschen zusammen machen. Sammelalbum ist ein bisschen gepusht, 42% ist okay. Haben wir, glaube ich, gestern alles an Tag 1 gemacht. Beziehungsweise, ja, ich glaube, kurz danach haben wir, glaube ich, gar nicht mehr großartig gespielt. Also wir sind mit einem sehr gut gefüllten Sammelalbum an Tag 1 haben wir den Server hier verlassen. Allerdings auch für einen sehr hohen Pilzkostenaufwand. Ich weiß nicht, wie viele Pilze ich da... ich glaube, ich habe bestimmt 1000 Pilze alleine für die Ehrenhalle zum Skippen genutzt, um Sammelalbum-Einträge da zu nutzen. Deswegen, ja, das hätte man definitiv noch besser gestalten können, ne? Aber wie gesagt, für die Voraussetzungen, die wir jetzt in der Gilde haben, bin ich eigentlich recht zufrieden für Tag 1. Mal gucken, was uns Tag 2 heute beschert, aber da sehen wir dann heute auf jeden Fall mehr im YouTube-Video zu. Ansonsten, ja, wer auf EU12 spielen sollte, sehr gerne Dorza-EU12 als Code eingeben, bringt euch auch ein paar coole Sachen. Ansonsten müsste der Elevator-Code auch noch ja, aktiv sein auf dem Server hier. Könnt ihr natürlich auch sehr gerne einlösen. Und genau, das war es erstmal soweit von mir. Wir hören uns später auf jeden Fall im Livestream wieder. Bis dahin alles Gute, ja, schönes Wochenende, bleibt stabil, bleibt gesund, haut rein und bis zum nächsten Mal.